Interessant. Gut, dass ihr uns so viele Kommentare geschrieben habt unter unser letztes Detektivvideo. Das hat uns inspiriert, dass wir uns wieder dieser Thematik, dieser streng vertraulichen und doch hochinteressanten Thematik zuwenden. Genau, es geht top secret weiter bei uns. Wir haben die Tiefen des Internets nochmal durchforstet mit euren Tipps. Wir haben auch noch ein paar neue Ideen gefunden. Stimmt. Also herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer grandiosen Serie zu nie erschienenen Lego-Sets und Serien. Wir wünschen euch viel Vergnügen bei den folgenden Bildmaterialien. Wir gehen zurück in unsere Kindheit und damit zurück in die frühen 90er. Seatron ist eine ganze unveröffentlichte Lego-Reihe. Es sollte eine Subwelt in der Lego Space-Reihe werden und sich zu den Größen wie M-Tron oder Ice Planet hinzugesellen. Das Setting für die Reihe wäre ein außerirdischer Planet gewesen, der von Unterwasserastronauten kolonialisiert wurde. Herzstück der Serie wäre für viele wahrscheinlich die Unterwasser-Monorail gewesen. Ein Traum. Viele neue Teile in neuen Farben wären bei diesem Set verwendet worden, doch nach dem Misserfolg der Futuron Monorail stellte Lego nicht nur die Monorail, sondern gleich das ganze Seatron-Thema ein. Für die Serie wurden auch eigene Aliens designt, aber Lego selbst sagte später, dass nicht die Zeit für eine weitere Alien-Serie gewesen wäre. Wir glauben auch nicht, dass dieses Bild die fertige Monorail darstellt, da die Basis rechts und auch die Raumschiffe oder U-Boote mit ihren Farben nicht wirklich dazu passen. Wir also, große Monorail-Fans, finden es sehr schade, dass die Serie nie erschienen ist, aber wir wissen, dass es talentierte Bauer gibt, die das Monorail-Modell anhand der Konzeptbilder wieder aufgebaut haben und haben auch super Bilder dazu bekommen. Danke in dem Sinn. Hier seht ihr noch ein Bild der Alien-Seite von Seatron, welche auch sehr interessante Teile und Farbkombinationen aufwies. Das muss schwarz und trans dark green gewesen sein, glauben wir. Zum Glück haben wir einige der Molds und Ideen in späteren Weltraum- und Unterwasserthemen doch noch bekommen. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr da sicher das ein oder andere bekannte Element entdecken. Die Bilder zu Seatron stammen übrigens aus einer Ausgabe vom Brick Journal aus dem Jahr 2010. Werden wir irgendwann von Lego nochmal eine Unterwasser-Monorail sehen? Wohl eher nicht. Das Lego Games Set mit der Setnummer 3868 Phineas and Ferb basierte auf der gleichnamigen TV-Serie auf dem Disney Channel und sollte irgendwann im Jahr 2012 erscheinen. Aus nicht bekannten Gründen kam es jedoch nie zu einem Release dieses Lego-Spiels. Interessant dabei, die Aufbauanleitung war lange Zeit auf der offiziellen Lego-Webseite unter den Bauanleitungen auffindbar, wenn man einfach nach der Setnummer suchte. Lego hat die Bauanleitung jetzt aber mittlerweile down genommen. Aber zum Beispiel bei Worldbricks ist sie noch immer als PDF downloadbar. Es gibt noch keine Spielanleitung dazu oder jedenfalls wurde sie noch nicht gepostet. Selbst wenn man das Set aufbauen würde, wir wüssten nicht, wie man Phineas and Ferb spielt. Das Set sieht ganz nett aus, wir beide kennen die TV-Serie jetzt allerdings nicht allzu gut. Was wenig interessant dabei ist, dass bei dem Set fast keine exklusiven Teile enthalten sind. Keine Minifiguren oder Microfiguren meinen wir damit. Alles ist Brickbuild und nur ein paar bedruckte Fliesen und Spielkarten liegen dem Set bei. Warum wurde das Set nie veröffentlicht? Naja, Lego Games war zu Beginn sehr erfolgreich, aber das Interesse der Käufer ließ dann relativ stark nach und irgendwann 2012 stampfte Lego die Serie langsam aber sicher ein. Phineas and Ferb kam damit also nie auf den Markt. Ein weiteres Set, das mir richtig gut gefällt, seht ihr auf diesem Bild hier. Dieses Bild zeigt eine nie veröffentlichte Gangster-Serie zu Lego Town aus den 1980ern mit tonnenweisen coolen Features. Warum diese Serie nicht über die Planungsphase hinausging, sollten jeden
klar sein. Das Thema hier ist Gangster, Kriminalität und Alkoholprohibition. Also ich weiß nicht, ob das so die Kinderthemen sind, die man so gerne im Kinderzimmer hat. Naja, gut. Auf jeden Fall sehen wir auf dem Bild jede Menge coole Minifiguren, Autos und vor allem Gebäude. Wir sehen hier einen Friseur, einen Post und eine Bank. Wollte sich Lego damals schon an die A-Falls mit Erwachsenen-Themen ranmachen? Das Bild hier ist, soweit wir wissen, das einzige der nie veröffentlichten Serie. Es wurde bei der Comic-Con gezeigt und später vom Brick Journal abgedruckt. Das Lego Holiday Village mit der Setnummer 6500 sollte im Jahr 1996 erscheinen und war, wie ihr sehen könnt, auf mehreren großen Baseplates ausgelegt. Mit dabei ein Geschäft, eine Pizzeria, Snackbar und ein paar Fahrzeuge. Das Set war im englischen Lego-Katalog von 1996 gelistet und abgebildet. Es erschien jedoch nie. Das Set wäre bestimmt eine tolle Investition für alle Lego-Städtebauer gewesen und es hat irgendwie bei genauerer Betrachtung Ähnlichkeiten mit dem neuen Lego-Stadtzentrum von 2021. Inkludierte Straßenplatten, nur Fassaden als Häuser. Lassen wir das lieber. Hier ist ein Foto mit einigen nie veröffentlichten Castle-Sets. Lego hatte in den 1990ern allen Anschein nach große Pläne für weitere Rittersets. Wie weit diese Sets geplant waren und ob es sich dabei nur um Prototypen oder schon um releasefertige Sets handelt, wissen wir leider nicht. In diesem Bild sehen wir einen großen Marktplatz, der wahnsinnig toll aussieht. Lego hatte offenbar vor, neben den Burgen und allerhand Kleinkram wie Streitwagen, Verliesen und so weiter, auch noch eine ganze mittelalterliche Stadt zu veröffentlichen. Wir sehen einige große Mauerteile, die in dem Zeitraum häufig verwendet wurden. Uns gefallen auch die Minifiguren sehr. Auf diesem Bild sehen wir noch einen Marktplatz, der aber definitiv nicht dasselbe ist wie auf dem anderen Bild. Des Weiteren haben wir eine nie veröffentlichte Burg, die aber sehr wohl gewisse Ähnlichkeit mit anderen Lego-Burgen aufweist. Also vielleicht wurde das Design für andere Modelle genommen, wer weiß. Was auf jeden Fall nie erschienen ist, ist das Monster von Loch Ness Set, was ich echt eine super coole Idee finde. Die mittelalterliche Folklore spinnt sich ja immer um Fabelwesen und mit dem Monster von Loch Ness hätte man hier eine tolle Alternative zu den Drachen geschaffen, die sowieso in vielen Sets vorkamen. Auch eine coole Idee ist die Zwergmine auf dem letzten Foto. Diese Gesteinsformation sieht hammermäßig aus und der Berg wäre auch sicher im Inneren eingerichtet gewesen. So ein Set haben wir nie gesehen, bis die Herr der Ringe-Reihe kam und die Zwerge lizenzbedingt wieder auferstehen ließ. Wir gehen zurück ins Jahr 2002. Das Set mit der Nummer 1375 namens Wrestling Scene war ein Studios-Konzept mit der Spider-Man-Lizenz zum ersten Film. 2 Sets wurden gleichzeitig mit dem ersten Film released. Dieses hier war das dritte, welches nie das Licht der Welt erblickte. Das Set wurde in mehreren Katalogen abgedruckt und es erschien in Bestelllisten von Händlern. Im Set selbst fordert Peter Parker einen professionellen Wrestler heraus. Dies ist natürlich eine der Schlüsselszenen des ersten Spider-Man-Films. Die Spider-Man-Sets erschienen damals alle unter dem Studios-Logo, demnach ist auch immer ein Kameramann mit seinem Equipment dabei. Die Spider-Man-Figur kam ein Jahr später noch in anderen Spider-Man-Sets vor, zum Beispiel in der 4850, aber Bonesaw McGraw erschien leider nie als Lego-Minifigur, jedenfalls sein Torso nicht. Das Set sollte auch eine Kartonkulisse beinhalten, die ihr hinten am Foto seht. Diese Kulisse wurde sogar später noch bei Lego von anderen Studio-Sets verwendet. Das Set könnte man also, bis auf McGraw, rebricken. Warum das Set jedoch nie erschienen ist, ist nicht geklärt. Sehr interessant.
Freut uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr uns dieses Mal für Kommentare schreiben könnt. Und wer weiß, vielleicht ist ja dann Rita wieder mal als Assistentin vom großen, einzig wahren Sherlock Holmes unterwegs, der heute nur privat diese Videoaudienz mit euch begleitet. Im Hawaii. Ja, er darf ja auch mal frei haben, oder nicht? Sehr gut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und wir freuen uns auf eure Kommentare. Schreibt uns auch unter dieses Video, was für eine Serie oder welches Set ihr gerne gesehen hättet und natürlich warum. Falls ihr den Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaltet den natürlich auch noch ein Auf jeden und dann Fall. sehen wir uns vielleicht wieder. Vielleicht kramen wir noch irgendwas hervor, vielleicht gibt es noch irgendwas. Ich glaube, das war es noch nicht ganz. Ich glaube auch nicht. Rita sieht noch was, das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.